Rampe, Reicht. 20 Minuten Podcast über Ja, wem gehören welche Begriffe und wem gehört eigentlich welcher Schmerz? Ich bin Simutier und mache zurzeit Collagen und Scenes. Ich bin schwarz-rund und arbeite gerade an der Kampagne für meinen neuen Gedichtband. Yay. Ja, wie kam es denn dazu, dass wir zu diesem Thema eine Folge machen? Genau, es gab online immer mal wieder Debatten und Diskussionen und irgendwie haben wir uns daran nie so richtig beteiligt, weil ja, es da super viele spannende Positionen drin gibt und das nicht so ist, wo man sagen kann, das stimmt und das ist falsch. Ja, es ist nicht so einfach. Es ist einfach wirklich nicht so einfach und deswegen dachten wir machen eine Folge dazu. Und da hatten wir ein kleines Problem, weil eigentlich, bevor wir darüber reden, wem gehört ein Begriff, Ja, dachten wir, wäre es vielleicht auch gut, mal einen Begriff zu erklären. aber dann haben wir ein 20-Minuten-Problem. Ja, genau. Aber deswegen machen wir die Empfehlung dieser Folge jetzt schon ganz am Anfang, weil wir dieses Mal den Instagram-Account Erklär mir mal empfehlen möchten. Das ist ein Projekt von queeren BIPOC-Menschen, die verschiedene Begriffe erklären und wöchentlich dann immer so ein kleines Video dazu posten und dann kann man da diskutieren. Und die haben einen ganz tollen Beitrag zu dem Begriff Ableismus gemacht. Genau. Und das ist quasi nur so ein Stellvertreter, schon mal für ein Wort. Ja, Bei genau. den anderen Worten, wenn ihr denkt, ah, den Begriff kenne ich nicht oder so, dann wollen wir euch herzlich einladen, zu schauen, ob ihr dazu coole Quellen findet. Genau. Und wir werden bestimmt auch nochmal Definitionsfolgen machen, aber uns geht es ja immer darum, so ein bisschen tiefer jetzt in der zweiten Staffel schon einzusteigen. Exactly. Genau, aber die Begriffe, die wir uns jetzt zuerst mal rausgesucht haben, sind auch nicht per se kompliziert. Nein, wir möchten es ja schon verständlich halten und eher auf die Diskurse oder die Diskussion über diese Begriffe einsteigen, wie Schwarzrund ja schon am Anfang angedeutet hat. Genau, und dann fangen wir doch mal an mit einem Begriff, den du eingebracht hast, und zwar das Wort bescheuert. Ah, ja, das ist ein Begriff, den ich denke viele, also auf jeden Fall aus meiner Generation, so kennen als das gehört so also das benutzt Mensch einfach. Ja. Also irgendwie war dieses Wort für mich eines der schwierigsten zu entlernen. Oh, okay. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich es einfach mehr benutzt habe als jetzt. Zum Beispiel habe ich nie behindert als Schimpfwort benutzt. Und verrückt auch weniger, aber bescheuert war irgendwie präsent. Was ist die Position, die sagt, das Wort sollten wir nicht verwenden? Ich denke, das ist so die ähnliche Position wie das mit dem verrückt. Also ich kenne jetzt auch nicht den etymologischen Hintergrund von diesem Wort. Also ich glaube, es ist relativ interchangeable mit verrückt. Austauschbar. Austauschbar, genau. Und daher ist es halt dieses, was sehr so im vor allem jugendlichen Sprachgebrauch irgendwie benutzt wird. Lass uns da mal drüber reden. Stimmt das eigentlich? Weil ich glaube, das ist so ein Mythos, den wir in queeren Kreisen haben. Dieses Jugendliche nennen sich halt schwul und behindert und bescheuert. Aber jetzt gerade durch unseren Garten Ja, haben wir nochmal mehr Kontakt mit Leuten in unserem Alter, plus 10, plus 20 Jahre, ja, die aber gar nicht aus unseren sozialen Bubbles kommen. ja, Und da höre ich solche Worte ziemlich viel. das stimmt. Also weißt du, ich frage mich immer, es gibt ja diesen Begriff der Jugendkultur, der wird ja auch sehr breit diskutiert, ob das nicht eigentlich immer so ein Stellvertreterwort ist für kanakische Kultur ist doof, schwarze Kultur Ja. ist doof, migrantische Kultur ist doof. Ja. Deswegen, mir kommt Ja. das so, ich beziehe das halt auf mich selber, weil Klar. für mich das irgendwie schwieriger war zu entlernen. Und denke deswegen, dass es vielleicht was mit der Generation zu tun hat. Aber Vielleicht hat es gar nichts mit der Generation zu tun, sondern wir assoziieren das, weil wir als junge Menschen diese Wörter benutzt haben und wir, also nur wir als Individuen, Ja. das hier dann später entlernt haben. Ja. Aber es hat ja eigentlich nichts mit unserem Alter zu tun. nee, das stimmt. Du hast ja nicht gesagt, jetzt wo ich erwachsen bin, sondern es war ja einfach, du kamst in Konfrontation mit Diskursen und ja, genau, also ich glaube, das führt schon so ein bisschen zu dieser ersten Frage. Ist es wirklich eine Sache von, wer ist diskriminierungssensibler und wer nicht? Oder ist es eine Frage von Klasse und Wissenszugang? Mal gucken. Lass uns zum nächsten Wort gehen. Ja, wenn wir dann über das Wort verrückt reden, also Tja. ist das wirklich das Gleiche? Also ich finde immer verrückt irgendwie härter. Witzig, jetzt ist genau andersrum gesagt. Ah, okay. Aber Ja, aber es ist halt nicht so festgesetzt, glaube Ja. ich. ich glaube, beim Wort verrückt gibt es für mich so mehrere Facetten. Einerseits im Sinne von, das ist ja total verrückt. Ist für mich eher so, das ist ja total
entfernt von dem, wie ich Realität wahrnehme. So. Das stört mich das nicht so sehr. Das heißt nicht, dass das Wort immer verwendet werden darf. Vielleicht ist das kurz wichtig zu sagen, bevor wir weiterreden. Ja. Die YouTuberin Cat Black hat in mehreren Videos, ich kann euch jetzt nicht genau sagen welchen, eine total gute Sache gesagt. Sie redet nämlich öfter darüber, dass sie zum Beispiel Begriffe in Bezug auf Transsein nicht stören. Und dann haben Leute gesagt, oh mein Gott, das kannst du doch nicht sagen. Und nee, nur weil mich das nicht stört, heißt das nicht, dass es okay ist, das zu machen. Ich als marginalisierte Person darf copen lernen. Ja. Ich darf lernen, dass mir das Wort bla 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 nicht mehr wehtut. Aber das ist kein Freifahrtschein, mit dem Wort um sich zu schmeißen. Ja. Also ich kann sagen, wir sollen verrückt nicht als abwertendes Wort verwenden. Und gleichzeitig kann ich sagen, mich stört es nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das Leuten zu erlauben. Weil sonst verlangen wir von marginalisierten Leuten, dass sie immer Schmerz empfinden, um unser Verhalten zu verbessern. Ja. Und das ist ein Big Ask. Genau, nur kurz als kleiner Einschub. Und ich glaube, so geht es mir mit dem Wort verrückt. Mich stört es nicht wirklich. Ich benutze es als Selbstbezeichnung. Meine Eltern haben es beide als Selbstbezeichnung verwendet für ihre Neurodivergenz oder verwenden es noch immer. Mein Papa lebt ja. Im Spanischen ist das Wort auch nochmal nicht positiver, aber wertschätzender. Ist es nicht irgendwie liebevoller, habe ich das Gefühl? Ja. Es ist so ist die Person halt. Ja. Die Person ist halt verrückt. Und deswegen ist es eigentlich näher an so einer Identitätssache dran. Der Mensch sagt auch ganz oft sowas. Soy loca, soy loco, soy loque. Je nachdem, welches Pronomen halt verwendet wird. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen gekämpft damit, dieses Wort, dass ich das unschön zu finden habe. Und das hat sich, ich glaube, das ist einfach so ein, wo wir sehen, wie sehr einsprachig die Diskurse sind zum Thema Sprache. Oh ja. Was absurd ist, weil fast alle Menschen auf der Welt ja mehr wie eine Sprache mindestens emotional damit verbunden sind. Es ist ja eine sehr, sehr deutsche Erfahrung, dass vor allem Deutsch genau die Verbindung herstellt. Ich glaube, das ist so mein Kampf mit dem Wort verrückt. Und dann halt auch so diese Idee von Diagnosen machen, dass ein Mensch sich erst so nennen darf. Und wenn wir aber sagen, dass also neurotypisch, neurodivergent irgendwie ein Spektrum ist auch und nicht eine immer eindeutige Kategorie, dann gibt es halt auch Menschen, die vielleicht keine Psychopathologisierung erfahren haben, aber sich trotzdem als verrückt bezeichnen dürfen. Ja. Aber darüber haben wir letzte Folge auch schon geredet. So, wer hat überhaupt den Zugang zum Begriff, zu einer Diagnose? Genau, ich benutze das ja auch. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn es benutzt wird. Ich finde das eine irgendwie schöne Selbstbezeichnung. Aber wahrscheinlich dann wird es das nicht so klar wird, der nächste Schritt, dass es ja davon abhängt, wie und wer das benutzt. Sagt, genau. Und ob das dann die Frage ist, oder ist es okay, wenn man das für sich selber benutzt. Aber es ist in Anführungsstrichen jetzt nicht okay, das über jemand anders zu sagen. Genau, außer also es ist halt geklärt in der Beziehung. Genau. Ich glaube, das, was mir darin fehlt, ist, dass es ja auch im Deutschen diese Idee gibt von verrückt nach etwas sein. Das würde ich schon gern über andere Leute sagen können. Ja. Wenn ich hier Menschen zum Beispiel erst einmal getroffen habe und wir konnten uns super gut über Kochen unterhalten und dann will ich dir die Person beschreiben, würde ich gern sagen, ach, Stefan, Beate, Peter, keine Ahnung, ist ja egal, ist super cool und total verrückt nach Essen. Ja, ist ja was Positives, ja. Genau, und das finde ich macht wieder so dieses Spektrum mehr auf von... Ich finde das Problem manchmal mit Begriffen, wenn es um Behinderung geht, und das ist was, finde ich, sehr Exklusives fürs Thema Behinderung, wenn wir sagen, nein, dieses Wort ist böse, dann schwingt immer mit, das Wort ist eigentlich so schlimm wie das N-Wort. Ja. Und wir können den Diskurs da so raufbappen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil es halt ein Spektrum ist. So. Und es ist etwas, was uns umgibt. Aber das Konzept von dem N ist falsch, grundsätzlich. Ja. Aber dass es verrückte Menschen gibt, ist nicht grundsätzlich falsch. Genau, das schwingt da ja auch mit. Es ist ja nichts Schlimmes, verrückt zu sein. Genau, das ist so ein weiteres Wort, was, glaube ich, facettenreicher besprochen werden dürfen sollte. Tun. Genau, dann hattest du noch einen Begriff eingebracht, und zwar das Wort krank. Ja, das ist, vielleicht können wir da dann um den Schmerzaspekt so ein bisschen reden, weil das ist also für mich auf jeden Fall ein Begriff, wie der oft verwendet wird, für mich sehr schmerzhaft ist. Ja. Magst du ein Beispiel bringen? Na, wenn es benutzt wird wie irgendwas, was eine Person zum Beispiel abgefahren oder speziell oder so findet, dann sagt, das ist krank. Ja. Das ist so, ich verstehe es auch, also... Was auch ganz oft passiert, ist dieses Unmenschlichkeitsding. Ja. Dieses, er hat sie umgebracht, das ist ja total... Ja, das ist schrecklich. Das ist wirklich furchtbar. Ja, oder auch, ja, das ist ja sowas halt so,
sorry, dass ich heute so viele Anglizismen benutze, aber mir fällt jetzt auch das deutsche Wort wieder nicht. Also dieses Street Harassment. Also, Belästigung draußen. ja, genau. Wo ich das auch oft schon gehört habe, so, du bist ja krank oder. Und dann ist so. Ich glaube, das war letztens, wo ich im Rollstuhl saß und da kam der Mensch, der sich beim Fahrradladen so aufgeregt hat. Oh Gott, ja. Ich glaube, der hat das gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie habe ich das so ein Gefühl gerade. Und wenn ich so, ja, obvious, also offensichtlich, ich bin im Rollstuhl, irgendwas ist los, so. Ja. Aber es ist einfach so, das ist so unpassend, das ist so dieses, Oder beziehungsweise eher genau das Gegenteil. Du nutzt einen Rollstuhl und das ist ein Symbol für eine Behinderung. ja, Und eine Behinderung generell als krank zu bezeichnen, ist schon irgendwie schräg. Mhm. Und dann daraus zu machen, ich habe das Recht, dich anzuschreien, weil du krank bist, genau, so, ist emotional nicht ganz nachvollziehbar. nee, Ich glaube, was da mit drin steckt, ist einfach krass viel NS-Geschichte auch. oh ja, Also diese Differenz zwischen dem wertvollen kriegsversehrten Invaliden so, ja, und dem wertfreien Kranken. Also dazu haben wir auch noch einen Plan, aber wir verraten jetzt noch nichts, weil wir noch nicht wissen, ob das wegen Corona so funktionieren wird. Aber die deutsche Geschichte ist ja auch milde gesagt nicht ganz einfach, wenn es um NS-Zeit und Krankheit geht. ja, Oder damals halt zusammengeschmissen mit Behinderung. ja, Und da war ja die Idee von denen, die im Krieg versehrt sind, die haben irgendwie geleistet für Deutschland. genau, Und die krank sind oder eine Behinderung haben, das war der Hund, die sind wertfrei. Und da gab es ja eben auch nicht Euthanasie, sondern Zwangssterilisierung. ja, Genau. genau, und halt Ermordung. Und Ermordung, genau. Und das ist bis heute fast gar nicht aufgearbeitet. Und dieses, du bist krank als Stellvertreter. Vielleicht ist die Frage, wofür ist es ein Stellvertreter? Ja, Es ist ein Stellvertreter für, du bist kein Mensch. ja. Und das ist so ein allumfassendes Wort irgendwie, das beinhaltet, dass irgendwas mit dir nicht korrekt ist, irgendwie mit deinem Körper, aber auch mit deinem Verstand und Geist. Und deine Entscheidung. Ja, Es hat irgendwas mit ist so einer so- Entscheidung drin. Also du könntest dich ja auch entscheiden, nicht krank zu sein. ja, Es ist irgendwas zwischen Nazi-Zeit und Instagram-Star. wow. It's your choice. Oh, gruselig. Sehr, sehr gruselige Kombi. Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt da drin, den ich spannend finde. Und zwar, wenn wir sagen, krank ist ein Stellvertreter für ganz viel, ist die Frage nach Fatness da für mich auch drin. Oh ja, Weil diese Idee von, du könntest, wenn du das Richtige machen würdest, wärst du nicht krank, ja, was auch aus der Nazi-Zeit nochmal verstärkt worden ist. ja, Wenn wir so tun, als wären das alles Bad Choices von uns oder von der genetischen Kombination unserer Eltern oder was auch immer, dann kommt da ja auch mit rein, weil du dick bist, bist du krank. ja. Danke, ICD-10. Genau, und was bei mir ganz viel mitschwingt, ist dieses, wenn du dies und dies und dies isst, wirst du krank. Wirst du oder, krank ja. oder halt eben gesund, je nachdem. Genau. Oh. Good Ja. Food, Bad Food. Also da steckt Ja. irgendwie ganz viel Kram mit drin, der eigentlich mit dem tatsächlichen Kranksein fürchterlich wenig zu tun hat, weil die meisten Krankheiten gar nicht durch Choices kommen, sondern fast immer einen genetischen Anteil, einen Vorbelastungsanteil oder Situationsanteil mit drin haben. Ja, oder Infektionen. Genau, oder so, genau. Ja. Also ja, also diese Frage nach Moralität und Kranksein. Ja. Kranksein ist eigentlich ein Verstoß gegen die Moralität des Volkskörpers. Oh, ja. Genau. Deswegen ist es irgendwie nicht so nice, so ein sehr breites Wort zu verwenden, Nee, um zu sagen, mir gefällt das gerade gar nicht, genau. dass dein Hund gebellt hat. Ja, genau. Ja, dann ist es besser zu sagen, mir gefällt es nicht, dass dein Hund gebellt hat. Und Ja. dann kann ein Mensch sagen, ja, dann Ja. wohnen nicht in der Stadt. Ja, genau. Oder das, ja. Genau. Also das ist zum Wort krank, verrückt und bescheuert. Und dann habe ich noch ein Wort rausgesucht, was bei euch Weißen so ein bisschen das Markerwort geworden ist für den guten Anti-Ableisten. Oh ja. Was macht denn der gute weiße Anti-Ableist? Welches Wort sagt er nicht? Er sagt nicht dumm. Genau. Weil das Wort gehört nämlich nur behinderten Leuten. Ja.
Und darum gab es eine größere Diskussion und vielleicht jetzt, wo wir schon so ein paar andere Begriffe besprochen haben, merkt ihr, es geht auch immer um so eine Verbindung zwischen, was ist die Geschichte von dem Wort, wer wurde dadurch unterdrückt. Und das Wort dumm ist schwierig nur zuzuordnen. Okay, wo fangen wir da an? Fangen wir an mit dem Wort reclaim. Magst du beschreiben, was reclaim heißt? Ja, reclaim ist sowas wie für sich selber zurückerobern, was ja oft mit so diskriminierenden Begriffen benutzt wird. Wir können ja zum Beispiel jetzt das Wort verrückt ist ja sehr, kann man ja sehr gut benutzen, dass halt Leute sagen, okay, damit wurde ich jetzt ganz viel pathologisiert und diskriminiert und fertig gemacht, aber ich finde das Wort irgendwie, aber es erklärt einfach, was ich bin und deswegen ist für mich jetzt ein positives Wort und ich benutze das jetzt als Selbstbezeichnung. Genau, und also es gibt das Wort verrückt und dann gibt es zum Beispiel noch ein ganz gutes Beispiel mit dem Wort queer, was vielleicht, also ich finde das ein schönes Beispiel, weil ich glaube, viele Youngsters kennen das jetzt gar nicht mehr als Wort, das es mal zu reclaimen galt. Ja. Genau, aber das war auch ein Wort, was eine Fremdzuschreibung war. Und das wurde auch zum Beispiel gegenüber Kommunistinnen verwendet. Und also es war noch viel, viel breiter. Ja. Und das, was eigentlich solche Begriffe sind immer Fremdzuschreibungen. Also irgendwer sagt, zum Beispiel in der deutschen Geschichte wurden Interperson, Transperson und schwule Person waren ganz lange eine Gruppe. Und dann wurde je nachdem, wie gerade die Rechtssituation war, immer eine Person rausgegriffen. Genau. Aber trotzdem gab es dafür einen diskriminierenden Begriff. Ja. Obwohl ja die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Total unterschiedlich sind. Ja. Also das ist eigentlich das ist wie mit dem Wort, mit dem N-Wort oder mit der Selbstbezeichnung schwarz, das ist ja eigentlich ein Konstrukt. Ja. Also wenn wir uns genetisch angucken, die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent haben weniger miteinander gemeinsam, also haben mehr gemeinsam mit Europäern in einem spezifischen Land wie untereinander, weil die genetische Vielfalt so groß ist. Ja. Und daraus eine genetische Gruppe zu machen, ist halt eine sehr absurde Entscheidung. Ja. So genau. Das ist halt der Blick, der uns geschult worden ist. Wir sehen jetzt schwarz sein. Ja. Genau, also ihr könntet einfach mal googeln, Egypt Person oder ägyptische Person und dann googelt parallel jemanden aus Äthiopien oder so. Ja. Und dann werdet ihr schon sehen, dass da eigentlich keine Überschneidungsfläche ist. Nee, genau. Es ist halt wirklich fälschlicherweise in eine Gruppe geschmissen und unser Blick ist jetzt so geschult, dass wir denken, ja, das ist Blackness, das ist Schwarzsein. Aber eigentlich gibt es dieses Schwarzsein so gar nicht. Ja. Und Reclaim ist quasi zu sagen, wir sind nicht das Gleiche. Also wir sind eigentlich ganz verschiedene Nationen und ethnische Gruppen und Kulturen und Sprache, bla. Ja. Aber ihr habt uns als gleich behandelt. Deswegen machen wir jetzt eine gleiche Erfahrung in Bezug auf Rassismus. Und deswegen bezeichnen wir uns als schwarz. Deswegen mag ich es ja auch immer nicht, wenn Leute sagen, wegen der Hautfarbe oder schwarz wegen der Hautfarbe, weil das halt so nicht stimmt. Es gibt halt ganz viele Merkmale, an denen Schwarzsein ausgemacht wird, weil es halt eigentlich Bullshit ist. So. Es gibt halt nicht das Schwarzsein, so, genau. Und wie würdest du das jetzt auf den Begriff dumm so erklären? Genau, und das ist bei dem Wort dumm so spannend, weil das halt was ist, was für ganz viele Gruppen verwendet worden ist. Also es wurde halt gesagt, dass Roma und Sinti zum Beispiel dümmer wären. Dann in der Gastarbeitergeneration, dass Türkinnen und alle Gastarbeiterinnen dümmer wären. Ja. Wenn wir uns Vertragsarbeiterenschaft in der DDR angucken, genau. hieß es, das sind zwar unsere Kameraden, aber die dümmeren Kameraden. Dann in den Katalogen der Nazis war das der Grund, warum schwarze Menschen zwangssterilisiert worden sind, dass sie angeblich dümmer wären. Also wenn wir uns das Wort dumm angucken, ist das halt was so unglaublich breit verwendet wird. Und ich glaube halt, wenn man von der Gesellschaft immer wieder gesagt kriegt, du bist dumm, ist das ja auch oft ein Stellvertreter für, ich nehme an, dass du dumm bist, aufgrund von Behinderung, Race, Gender. Also oft äußerliche Merkmale oder irgendwas wie, was mir einfällt, ist so Sprache. Also aus migrantischer Perspektive, wenn eine Person nicht perfektes Deutsch spricht, dann ist das ja schon oft ein Merkmal zu sagen, die Person ist dumm oder Mensch verhält sich dann, als ob die Person dumm wäre. Genau, dieses, die Person versteht dich nicht, weil die Sprache nicht die gleiche ist. Ja. Und du redest lauter und langsamer. Ja, genau. Ist okay, aber wenn die Person das Wort, wo ist ihre Wohnhaftigkeit in ihrem Personalausweis nicht versteht, weil diese Wörter einfach scheiße sind, dann hilft es auch nicht, das Wort zu schreien. Ja, genau. Es wird dadurch kein verständlicherer Begriff. Ja. Und da sehen wir halt, dass dieses Dumm schon irgendwie in seiner Konstruktion sich immer bezieht auf so Behinderung und geistige sogenannte Einschränkung.
Aber trotzdem haben halt ganz, ganz viele Gruppen Ja. diesen Begriff abgekriegt. Und das kommt daher, dass halt Intelligenz und Gesundsein immer am weißen Körper konstruiert wird. Also du kannst dieses Level von gesund und intelligent nur erreichen, wenn du weiß bist und nicht migriert. Ja. Und ich glaube, das ist was in diesem Diskurs mir total fehlt. Die Konstruktion von gesund ist halt eben nicht nur der Körper, der frei von Krankheit und Behinderung ist, sondern auch frei von nicht-arischen weißen Vorfahren. So. Und ja, das stört mich, dass das da so rausfällt und dann gesagt wird, ah ja, diese doofen Kanaken benutzen das Wort dumm. Voll. So. So. Ein Beispiel, was mir auch noch ganz toll einfällt, sind halt indigene Gruppen, Ja. halt Menschen, die halt vor allem auf dem amerikanischen Kontinenten, aber halt auch in Europa dann so zwangsassimiliert worden sind durch so Schulen und so Kram, weil das ist ja Bildung und ja. Voll der wichtige Punkt. Also ein wichtiges koloniales und machtstrukturierendes Werkzeug ist ja zu sagen, ich habe jetzt dieses Wissenssystem generiert Ja. und das ist das Richtige. Und Ja. alle, die darin sich gut bewegen, sind klug und alle anderen sind Genau. dumm. Und Genau. das ist aber halt nicht nur daran gemacht, wie bist du geistig aufgestellt oder körperlich aufgestellt oder krankheitsmäßig, sondern auch hast du vielleicht einfach eine andere Art mit Wissen umzugehen. Oral History Ja. oder eben Patterns und wie halt Geschichte vererbt wird Oh ja. und Wissen weitergetragen und verbreitet wird. Ist ja Welches unglaublich. Wissen? Genau, welches Wissen. Ist ja total vielseitig. Und dann zu sagen, nur dieses eine Wissen ist Ja. wertvoll. Genau. Also ich glaube halt, es ist total gut darüber zu reden, wann nennen wir Sachen dumm, doof oder bescheuert oder weiß was ich. Aber halt auch wichtig zu wissen, dass es nicht ganz so einfach ist mit dem, wer darf das für sich reclaimen. Ja. Und ich wurde in meinem Leben sehr, sehr oft dumm genannt. Und im selben Atemzug sehr, sehr oft hochgradig intelligent. Und ich weiß genau, dass sich aber beides darauf bezieht, aus ihrer Race und ihrem Gender und ihrem Dicksein heraus ist sie etwas. Besonders dumm, überraschend intelligent. Also trotzdem schwingt da das immer mit drin. Also genau. Und ich glaube, das hat mich sehr gestört bei diesem Diskurs, weil ich beide Seiten richtig finde. Ich finde es richtig, darüber nachzudenken, okay, wann verwende ich das? Ich bin auch immer ein bisschen unsicher mit der Differenz zwischen doof und dumm. Ich verwende doof weiterhin, weil das für mich einfach nur schlecht heißt. Und so, genau. Aber dumm ist tatsächlich ein Intelligenzwort für mich. Das macht vielleicht jetzt, die Germanistinnen rollen sich jetzt vielleicht wütend auf ihrem Sofa herum. Ja. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein Verbieten von Lower-Class-Sprache und Ausdrücken, wenn wir nur sagen dürfen, dies ist explizit ungünstig für mein Befinden. Ja, oder nur dann für Sachen gut und schlecht benutzen. Das ist halt nicht stark genug. Und Genau. ich mag es tatsächlich, also das ist sowas, was wir untereinander, wenn wir reden, benutze ich ja sehr gerne das Wort dumm für irgendwelche, sagen wir mal, privilegierten weißen Leute, die irgendwie total unsinnige Sachen machen. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber so, wenn wir halt irgendwie reden, oh, jetzt war ich draußen und die Person hat ihre Maske auf den Boden geworfen oder irgendwie sowas und ist dann ohne Maske in den Bus gestiegen und so und also Voll. ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem oft mit Sprachdiskursen in der deutschen Sprache. Und das sage ich als Studierende. Also. Ja. I'm the core of the problem. Dass es oft so ist, dass wir eigentlich versuchen, weniger gewaltvoll zu sein und dadurch extrem gewaltvoll werden, weil wir wieder versuchen, so eine weiße, europäische, entemotionalisierte, situationsbeschreibende Sprache zu kriegen. Ja. Und dann sind wir eigentlich wieder bei Schiller Ach, und seinem ja. Menschenverstandsgescheiß so. Und genau, wir können dem Thema keinen Abschluss geben, weil es ist einfach es sollte ein kompliziertes Gespräch sein. Ich glaube, das ist eigentlich mein Anliegen. Ja, genau. Und eigentlich ist das ja jetzt mehr so ein Anstoß darauf, dieses komplizierte Gespräch weiterzuführen und keine Erklärung unsererseits. Genau, und vielleicht auch so einen Impuls nicht zu erklären, sondern wenn eine schwarze Person das Wort verwendet und ihr seid eine weiße behinderte Person, dann sagt vielleicht nicht, das Wort gehört mir und du darfst das nicht verwenden, weil das ist sehr ahistorisch. Oh ja. Und genau, eine Einladung, euren Schmerz nicht immer als Motivator zu nehmen, irgendwas in Besitz zu nehmen, weil das ist ein weißes Pattern. Das ist koloniales Handeln. Mein Fuß tut weh, das ist meins. Okay, Zusammenhang. Ja. Genau, das war unsere Folge zu der Frage, wem gehören welche Begriffe und wem gehört welcher Schmerz.
Danke fürs Zuhören. Und ihr könnt uns unterstützen über unseren Patreon-Account. Da könnt ihr monatlich einen Betrag wählen, den ihr uns zahlt. Oder falls ihr nur einmal was spenden möchtet, dann geht das über PayPal, über unsere Adresse rampereicht@gmail.com. Der Patreon heißt auch Rampereicht. Und es gibt was Neues. Wir haben jetzt ein Konto eingerichtet. Oh, Und ihr findet die IBAN in den Shownotes und auf unserer Seite rampereicht.de, falls ihr Bock habt, einen Dauerauftrag einzurichten. das ist auch möglich. Und durch diese Unterstützung helft ihr uns, diesen Podcast am Leben zu halten. Wir möchten Leute einladen und diese Leute auch bezahlen können und werden gerne auch selber bezahlt für unsere Arbeit. Genau, und halt Technik, Internetserver, Genau. Gedödel-Gedöns. Genau, also das zu den Bezahloptionen. Schreibt uns auch gerne an rampereicht@gmail.com, falls ihr Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen oder Themenvorschläge. Genau, die nächste Episode gibt's wie gewohnt in 2 Wochen wieder. Und das erfahrt ihr hier über unseren YouTube-Kanal oder über die sozialen Medien. Genau, zum Beispiel bei Instagram, da haben wir einen eigenen Account, der heißt auch, Rampereicht. Alles überall gleich. So ist es auch bei mir. Im Übrigen, ihr findet mich überall als @schwarzrund. Und mich findet ihr überall als @simo_tier. Wir sind Verrückt, behindert, krank, queer, trans, schwarz migriert und dieser Podcast ist es auch.